Hallo, mein Name ist Ruti. 5 Wochen lang habe ich mich in Santiago de Chile von den Strapazen des patagonischen Winters erholt. Aber nun bin ich bereit für neue Abenteuer in Südamerika. Santiago de Chile ist so ein bisschen meine südamerikanische Heimat geworden. Von den 8 Monaten in Südamerika war ich alleine 3 Monate hier. Deshalb ist es jetzt auch ein bisschen traurig zu gehen, weil ich mich hier schon eingelebt habe. Und vorher war ich auch schon 3 oder 4 Wochen in Mendoza. Das heißt, ich habe in den letzten 2 Monaten nur die Fahrt über die Anden und ein Wochenende an die Küste gemacht. Aber jetzt bin ich wieder bereit für neue Abenteuer und es fühlt sich ein bisschen so an, als würde eine neue Reise starten. Mein Ziel heute ist die Stadt La Serena, genau genommen Coquimbo, ein Küstenort am Rande der Atacama-Wüste. Das heißt, in den nächsten Wochen werde ich die trockenste Wüste der Welt erkunden. Ich fahre zum ersten Mal jetzt weiter nördlich als Santiago in Chile. Mendoza in Argentinien liegt ein bisschen weiter nördlich, aber sonst war ich noch nicht weiter nördlich. La Serena wird deutlich weiter im Norden sein, als ich jemals war. Deswegen auch wieder aufregend, auch wenn es heute wahrscheinlich eher ein Autobahntag wird. Aber gut, ab und zu muss man ein bisschen Strecke machen. Grund ist auch ein bisschen, Chile ist sehr teuer und ich bin ziemlich pleite. Deswegen will ich mich nicht unbedingt dann so viel rumtrödeln in Chile, damit ich auch ein bisschen Geld sparen kann. Argentinien, Bolivien, Peru sollte deutlich billiger sein. Das ist ja jetzt auch der erste Härtetest für meine neue Kette. Ich hoffe, es hält alles. Bisher ist gut. Und zum ersten Mal mit richtig Gepäck fahre ich auch mit den Reifen. Allerdings bin ich ja schon mal mit der Sarah hinten drauf gefahren. Ich glaube, ich weiß nicht, 300 Kilometer oder so. Mit den Reifen. Aber was ich jetzt festgestellt habe, das Thema Reifendruck beschäftigt mich. Es ist nicht so, dass das kriegsentscheidend ist, aber interessant ist es allemal. Es ist so, dass ich ja mit dem Heidenau K60 Scout hinten drauf hatte vorher und den bin ich 26.000 Kilometer gefahren und der war noch nicht glatt, also da war noch Profil drauf. Allerdings war der total uneben gefahren, gerade an der Seite. Und der den gewechselt hat bei Motoraventura, ich weiß, solche Meinungen sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber der hat gesagt, ja, der Reifendruck ist dann zu niedrig gewesen. Der Heidenau, den fährt man mit 2,8 Bar. Dann habe ich gesagt, so ja, aber das Motorrad, da steht in der Betriebsanleitung, wenn die voll beladen ist, soll man 2,4 fahren. Ich bin schon öfters mehr gefahren, aber zum Beispiel auf Schotterstraßen und so fahre ich natürlich auch weniger. Und dann ist es so, dass diese Reifendruckgeschichten, das ist ja schön hier, auch total relativ sind. Weil hier sieht man jetzt, habe ich vorne 2,6 und hinten 2,4. Aber als ich losgefahren bin, war vorne 2,2, hinten 2,0.
wenn der Reifen sich erwärmt, steigt auch eben der Druck. Und zwar nicht zu knapp, das sind Unterschiede bis zu 0,7 bar. Und heute ist es ja nicht warm. Es sind jetzt irgendwie 17 Grad oder so, 16. Reifen hat vorne 16 Grad, hinten 25, also das ist noch keine Temperaturen. Aber da frage ich mich halt, zu welchem Zeitpunkt soll dieser Reifen den Druck haben? Bei kaltem Reifen und wie kalt? 0 Grad, 20 Grad, 50 Grad? Ja, und wahrscheinlich ist es alles nicht so wichtig, aber ich habe auch Reisende getroffen, die fahren immer mindestens 2,8, also auf der Straße. Und andere, ja, wie der Frank, die fahren halt immer eher weiter unten mit dem Druck. Ich habe mich eigentlich nicht so drum geschert. Ich bin ungefähr den Druck gefahren, so um die 2,4. Mal bin ich auch mal ein bisschen mehr gefahren. Dann bin ich mal ein bisschen weniger gefahren. Aber immer so zwischen 2 und 2,6 würde ich sagen. Aber wie gesagt, haut mal rein mit den Kommentaren und schreibt mal, was eure Meinung zum Thema Reifendruck ist. Wann, welche Temperatur und ja, alles was ihr wisst, haut's rein. So. Ich habe das Meer erreicht. Pazifik wieder. Und die Panamericana fährt jetzt wohl oder führt wohl bis La Serena jetzt an der Küste entlang, was ja ganz nett ist. Die Zeit, wo ich monatelang keinem Motorradfahrer begegnet bin, ist jetzt auch vorbei. Heute bin ich schon ganz vielen begegnet. Ich bin ja nicht so gerne da unterwegs, wo jetzt alle Touristen unterwegs sind, aber da jetzt hier auch Leute sind, das heißt, ich bewege mich im Klima, was motorradfreundlich ist. Das ist schon mal gut, weil wie gesagt, die Kälte, das war hardcore. Jetzt habe ich es gar nicht gemerkt, dass ich die 55.000 durchschlagen habe. 55.069 jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt hatte bei den anderen Autobahnetappen. Aber hier an der Autobahn gibt es immer Bushaltestellen. Hier, Parada. Da stehen die Leute, da hält der Bus auf der Autobahn und dann geht's weiter. Ich weiß nicht, ich finde es witzig. Und hier sieht man schon so ein bisschen, es wird immer wüstiger. Was hier total krass ist, es regnet nicht, aber es ist hier total nass. Das war hier schon jetzt öfters mal so. Also mein Visier ist total zu. Wow. Das müsste Coquimbo sein. Da übernachte ich heute irgendwo in Strandnähe. Ich bin überrascht, dass es so groß ist. Und La Serena ist noch mal 10 oder 12 Kilometer weit weg. Hola. Ja, es ist schon etwas dunkel, aber ich habe jetzt eingecheckt und jetzt mache ich einen kurzen Spaziergang zum Strand. Es soll relativ sicher sein.
Sie hat gesagt, ich soll die Augen aufhalten, aber es ist wohl relativ sicher. Und hier gibt es Restaurants, hier ist zum Beispiel eins. Und sie hat auch gesagt, da vorne mit diesem Einkaufszentrum kann man auch was essen. Ja, ich will jetzt nur einmal kurz Strand angucken. ¿Preguntar otra cosa? No, ahora no. ¿No? No, Ah, está bien. sí. Bueno, Sí, muchas gracias. ya. So, schönen guten Morgen. Die Sonne scheint, die Palmen wehen. Ja, ich habe gut geschlafen. Super nett, die Frau. Ich bin der einzige Gast. Wie so oft. Auch hier ist noch Nebensaison. Und es ist nicht so warm. Irgendwie 14 Grad. Und jetzt mache ich ein bisschen Sightseeing in Coquimbo und La Serena. Und jetzt fahre ich zu diesem Kreuz, was man da sieht. Kurz checken, ob es fest ist. Ja. Es ist wohl eine Gegend, die ziemlich shady ist. Also zwielichtig, sagt man im Deutschen. Deswegen abends, also im Dunkeln soll ich da nicht hinfahren. Mein Hausherr, also der Mann, hat gesagt, da werde ich auf jeden Fall umgebracht. Ja, in Südamerika wird man halt ständig gewarnt, hier ist gefährlich und da ist gefährlich. Ich weiß nicht, ich bin dann immer so, ja, ja, aber die sagen dann auch so, ja, die Gringos, die sagen oft ja, ja und dann Kopf ab. Kopf ab nicht, aber bist halt erschossen. Und jetzt geht's nach La Serena. Das ist wie gesagt 12 Kilometer weg. Es geht so ineinander über, schätze ich. Aber es geht die ganze Zeit hier direkt an der Küste entlang. Die Küstenstraße, hat meine Gastgeberin auch gesagt, ist die Straße, die man sehen soll. Es Fischrestaurants und Meer. Das ist hier das Ding. La Serena hat ungefähr 200.000 Einwohner und ist ein Urlaubsgebiet. Also Leute kommen hierher, um Strandurlaub zu machen. Man sieht es auch. Sandstrand, ganz nett.
So, ich bin jetzt hier nochmal am Hafen unterwegs, weil ich gehört habe, hier kann man gut essen. Ich liebäugel ja immer noch damit, mir so ein Poncho oder sowas zu kaufen. Ich wollte hier erst gar nicht herfahren, aber jetzt das Hafen ist eigentlich hier das Highlight. Ist richtig rau, Hafengegend, aber es sind auch natürlich Touristen da. Und die Leute sind nett. Manchmal in leeren Ecken habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen shady, aber ich glaube, das trügt. Und ich muss jetzt wieder Qual der Wahl, was esse ich? Ich bin jetzt hier am Markt durchgelaufen, die Leute sind super nett. Und da hat mir der eine umsonst so riesige Muscheln zum Probieren gegeben. Locho heißen die. Jetzt habe ich mich hier hingesetzt und Paella bestellt. Ist nicht Paella, ist Paella. Ist aber auch so, ich glaube, es ist gemischte Meeresfrüchte, aber kein Reis, glaube ich. Und es ist hier eine der sonnenreichsten Gegenden überhaupt. Ein bisschen weiter östlich gibt es Pisco Elqui. Das hat 360 Sonnentage pro Jahr. Hört sich gut an. Und das liegt im Valle de Pisco, also im Pisco-Tal. Und Pisco, der eine oder andere wird aufhorchen, ist hier der Alkohol, der aus Chile und Peru kommt. Beide Nationen streiten sich darüber, wer das Original Pisco-Land ist. Und Pisco Sour ist der berühmte Cocktail, den man auch bei uns kennt. Und Pisco kommt eben aus der Gegend, Valle de Pisco, aus dem Pisco-Tal. Und dadurch, dass so viele Sonnentage sind hier, ist der Himmel auch besonders klar. Und die Gegend hier gilt als klarste Sternenhimmel der Welt. Ich wollte eigentlich direkt weiter nach Norden fahren, habe jetzt aber beschlossen, dass ich doch noch mal 2 Nächte ins Pisco-Tal fahre und das nicht nur mit Tagesausflügen abfrühstücke, sondern mir ein bisschen mehr Zeit nehme dafür, weil Sterne und Pisco und 360 Sonnentage im Jahr, das hört sich einfach zu gut an, um einfach dran vorbeizufahren.